Ein Tag im Leben eines Handwerkers. Der Wecker klingelte um 6:30 Uhr. Peter streckte sich und griff nach seinem Smartphone, um den Alarm auszuschalten. Ein neuer Arbeitstag begann und wie immer musste er früh raus. Er stand auf, zog seine Arbeitskleidung an und ging in die Küche, wo er den Wasserkocher für seinen Tee einschaltete. »Guten Morgen, Welt«, murmelte er, während er sich eine Schale Müsli zubereitete. Er setzte sich an den Küchentisch und ging seine Do-Liste für den Tag durch. Heute stand einiges an. Eine Küchenrenovierung, ein paar Klempnerarbeiten und ein Besprechungstermin mit einem neuen Kunden. Nach einem schnellen Frühstück fuhr er mit seinem Lieferwagen zur ersten Baustelle des Tages. Es war ein kleines Einfamilienhaus, in dem er eine alte Küche durch eine neue ersetzen sollte. Als er ankam, wartete die Hausbesitzerin bereits. »Guten Morgen, Frau Müller«, grüßte Peter freundlich. »Guten Morgen, Herr Schneider«, antwortete sie. »Ich freue mich, dass Sie da sind. Die alte Küche muss endlich raus.« Peter lächelte und begann, seine Werkzeuge aus dem Lieferwagen zu holen. Er und sein Assistent Jonas begannen sofort mit der Arbeit. Sie schraubten die alten Schränke ab und entfernten die alten Arbeitsplatten. »Jonas, könntest du mir mal den Akkuschrauber rüberreichen?« fragte Peter. »Klar, hier ist er«, antwortete Jonas und reichte ihm das Werkzeug. Sie arbeiteten konzentriert weiter und nach ein paar Stunden war die alte Küche komplett ausgebaut. Nun begann der Einbau der neuen Möbel. Alles musste genau passen und Peter maß alles mehrfach nach, um sicherzustellen, dass keine Fehler passierten. »Peter, die neue Arbeitsplatte ist wirklich schön«, sagte Frau Müller, die ab und zu vorbeikam, um den Fortschritt zu begutachten. »Ja, sie wird perfekt in Ihre Küche passen«, antwortete Peter und fuhr fort. »Wir sollten bis zum späten Nachmittag fertig sein.« Nachdem sie die Schränke montiert und die Arbeitsplatten befestigt hatten, war es Zeit für die Installation der Elektrogeräte. Jonas half dabei, den Herd und den Geschirrspüler anzuschließen, während Peter sich um den Wasseranschluss kümmerte. »Könntest du mal den Wasserhahn testen?« fragte Peter Jonas. »Klar, ich mach das«, sagte Jonas und drehte den Hahn auf. Wasser floss ohne Probleme. »Perfekt, sieht aus, als hätten wir hier alles im Griff«, sagte Peter zufrieden. Als die Küche schließlich fertig war, zeigte Peter Frau Müller die neuen Funktionen und stellte sicher, dass sie mit allem zufrieden war. »Das sieht großartig aus, Herr Schneider. Vielen Dank«, sagte sie begeistert. »Gern geschehen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren«, antwortete Peter, bevor er und Jonas sich auf den Weg zur nächsten Baustelle machten. Der nächste Auftrag war ein kleinerer Job. Eine Familie hatte ein Problem mit ihren Wasserleitungen und benötigte dringend eine Reparatur. Peter und Jonas fuhren zu dem Haus und wurden von Herrn Meier begrüßt. »Guten Tag, Herr Schneider. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten«, sagte Herr Meier. »Kein Problem. Zeigen Sie uns bitte, wo das Problem liegt«, antwortete Peter. Herr Meier führte sie in den Keller, wo Wasser aus einer alten Leitung tropfte. Peter untersuchte die Leitung und stellte fest, dass ein Rohr ausgetauscht werden musste. »Wir werden das Rohr ersetzen und sicherstellen, dass alles wieder dicht ist«, erklärte Peter. Jonas reichte ihm die benötigten Materialien und gemeinsam machten sie sich an die Arbeit. Nach kurzer Zeit war das neue Rohr installiert und die Leckage behoben. »Vielen Dank, Herr Schneider, das war schnell und professionell«, lobte Herr Meier. »Das ist unser Job«, antwortete Peter lächelnd und verließ das Haus mit Jonas. Der letzte Termin des Tages war ein Beratungsgespräch mit einem neuen Kunden. Peter traf sich mit Herrn Fischer, der plante, sein Badezimmer komplett zu renovieren. »Guten Tag, Herr Fischer. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Vorstellungen«, sagte Peter. Herr Fischer zeigte Peter das Badezimmer und erklärte ihm seine Ideen. Peter machte sich Notizen und gab Ratschläge zur Umsetzung. »Ich denke, wir können das in etwa 4 Wochen realisieren«,
sagte Peter am Ende des Gesprächs. »Das klingt gut. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit«, antwortete Herr Fischer. Nach einem langen Arbeitstag fuhr Peter nach Hause. Er war müde, aber zufrieden mit dem, was er geschafft hatte. Zu Hause angekommen, duschte er und setzte sich mit einem Bier auf die Terrasse. Ein weiterer Tag, gut geschafft, dachte er, während er den Sonnenuntergang betrachtete. Er war dankbar für seine Arbeit und die Möglichkeit, Menschen zu helfen und ihre Häuser zu verbessern. Er ging früh ins Bett, bereit für einen weiteren arbeitsreichen Tag am nächsten Morgen.